Das ist hier nicht das große Backen. Das ist das große Ausbacken. Ah, ich glaube, der geht auch nur auf Fränkisch. Wie dem auch sei. Neue Ware eingetroffen von Ars Technica dieses Mal und da gucken wir jetzt mal rein. Ich habe ja gesagt, da müsste noch irgendwas von Acme sein und dem ist auch so. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es hier drin. Das ist hier Kartonrecycling vom Besten. Irgendeinen anderen Karton runtergeschnitten und zusammengeklebt. Ist für mich natürlich völlig in Ordnung, schont die Umwelt. Und war wohl mal von Kobi. Das ist witzig. Weil Kobi war nicht im Paket aus Polen. Das ich ja letztens schon mit Klemmbausteinen im Short vorgestellt habe. Hier ist aber auch kein Kobi drin, hier ist tatsächlich Ware von Acme. 1, 2 und eine Rechnung und dann ist das gute Kartönchen auch schon leer. Acme Intermodal 40407 und 40408. Stülpdeckelverpackung von Acme und der Bausatz, würde ich mal sagen. Ist nochmal in Plastik verpackt, wie man das eher von Loks kennt. Dann haben wir hier für den SGN SS60 die verschiedenen Beladeschemata und das Anbringen der Klappriegel. Wie man das leider auch schon von den anderen Acme-Wagen kennt, wird das alles geklebt. Da hat man sich auch für die Neuentwicklung leider wieder am alten Schrott orientiert. Ja, das hier die Tüte mit den Zurüstteilen. Und dann haben wir hier den eigentlichen Wagen mit 2 Containern, einem 20er und einem 40er. Container, wie man sie kennt von Acme. Keine Ahnung, warum die Lampe heute hier so einen Schatten wirft. Es tut mir auch echt leid. Aber an einer Verbesserung der Lichtverhältnisse hier wird gearbeitet. Ja, das ist der eigentliche Wagen. Aus, ich würde mal sagen, Zinkdruckguss, irgendein Metall. Also einigermaßen schwer. Eines der größten Probleme, die ja die Igra-Wagen haben, die ich letztens in der Hand hatte, die ja vollständig aus Plastik sind und dann gewichtstechnisch vom Container beschwert werden. Das haben wir hier nicht. Der ist auch leer, schon angenehm schwer. Es ist halt, wie schon gesagt, jeder Klappriegel hier einzeln anzubringen. Und vor allen Dingen müssen die auch verklebt werden. Man muss sich also idealerweise entscheiden, was da so drauf kommt. Also man kann natürlich immer noch 20er und 40er wechseln. Aber von der Klappriegelanordnung her, weil die halt offen oder geschlossen dargestellt werden, kann man das hier jetzt nicht spontan für einen 30er oder 2 30er oder einen 45er umbauen. Dem ist leider nicht. Von daher leider wieder nicht so hübsch. Aufs Gleis gesetzt finde ich ja, dass er irgendwie ein bisschen hochbeinig wirkt. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier für euch mal gekippt bekomme. Aber da ist schon ganz schön viel
Freiraum zwischen der Schienenoberkante und dem unteren Teil der Wanne, die keine Wanne ist. Also dem unteren Teil hier von diesem Fischbauchträger. Kann natürlich auch nur mein Eindruck sein und das ist gar nicht so. Aber irgendwie wirkt das alles ein bisschen zu hoch. Jetzt packen wir den wieder rein in seine Verpackung. Wir sparen uns jetzt mal hier die ganzen Plastiktütchen, die da mitkamen. Der kommt dann ja eh demnächst raus und wird komplett zugerüstet. Das war also die 4047 in Grau und dann haben wir hier noch, gerade das Testgleis wieder wegnehmen, die 4048 in DB Rot und der kommt tatsächlich mit 230 an. Da ist natürlich unten das Beladeschema wieder drin. Der kommt auch hier mit den entsprechenden Anbauteilen dann in Wagenfarbe lackiert, was die Rangiergriffe zum Beispiel angeht. Aber man muss sie halt selbst anbauen und hier jeder Container einzeln verpackt und auch der Wagen nochmal extra in die Folie gesteckt. Das ist also hier die DB-Variante. Anschriften sind bei beiden sehr gut zu lesen. Druck wirkt sauber und ordentlich. Das gilt auch für die beiliegenden Container. Das jetzt hier 30er Balk hier mit Öffnungen oben. Da sieht man schon, da könnte man deutlich mehr machen. Wenn man sich die Balk zum Beispiel vom Kombi-Modell anguckt. Da ist jetzt hier gar nichts irgendwie hervorgehoben oder so. Und auch hier auf der Türseite ist natürlich schon relativ traurig, dass selbst die Verschlussriegel noch immer in Containerfarbe sind und nicht silbern abgesetzt. Der hat jetzt High-Cube-Markierungen, ist ein 3 MBU. Da müsste man jetzt fast mal schauen, ob der wirklich höher ist als ein normaler. Was ja relativ einfach ist, weil in der anderen Kiste waren 2 Container mit schönes Geräusch, Standardhöhe drin. Ah ja, die sind höher, von daher sind die High-Cube-Markierungen auch völlig in Ordnung. Drucker also schon sauber auf den Containern hier auch, aber wie gesagt, gerade so im Bereich der Balkklappen hätte ich mir da schon ein bisschen mehr gewünscht und natürlich auch hier im Bereich der Türverschlüsse, dass man die sich farblich ein bisschen absetzt oder so. So muss man das entweder selber machen oder man baut die so auf den Wagen, dass bei beiden der Verschluss nach innen zeigt. Das war so ein erster ganz schneller Blick auf die neuen SGNSS 60. Hier haben wir es nochmal von Acme, die leider alte Krankheiten von früheren Acme-Produkten, wie etwa die aufzuklebenden Klappriegel und die Entscheidung, wie man den Wagen genau beladen will, in Stein meißeln. Der verschwindet jetzt auch wieder hier in seiner Kiste. Ich wusste schon, warum ich nur 2 geholt habe. Auch die Hochbeinigkeit ist irgendwie nicht so wirklich hübsch. Aber auch die werden wir jetzt mal zurüsten. Und dann gucken wir uns die nochmal im Detail an, hätte ich gesagt. Bis dahin.